Heute lade ich euch ein, mit mir in das Reich der Cailleach einzutauchen. Sie ist eine mächtige Wintergöttin und gilt als Schöpferin der schottischen Landschaft. Mit all ihren faszinierenden Bergen, Höhlen, Seen, Flüssen und Küsten. Sie hat ihr Zuhause auf Ben Nevis, dem höchsten Berg Schottlands, und man sagt, sie sei uralt. Als man sie einmal nach ihrem Alter fragte, soll sie gesagt haben, als der Ozean noch ein Wald voller Brennholz war ich ein junges Mädchen. Ihre unglaubliche Langlebigkeit verdankt sie ihrer Fähigkeit, sich alle 100 Jahre zu verjüngen. Kurz vor ihrem Ende verwandelt sie sich in eine junge Frau zurück, indem sie in einem ihrer berühmten Lochs badet. Dies ist ein Symbol für die sich immer wieder erneuernde Natur. Dass sie eng mit dem Wandel der Jahreszeiten verbunden ist, sieht man auch an ihrem Schrein, dem Schrein der alten Frau, der sich in einem Tal in den schottischen Highlands versteckt. Folkloristen glauben, dass es sich dabei um eines der ältesten überlieferten heidnischen Rituale handeln könnte. Dieser Schrein ist ein kleines Steinhäuschen. Davor stehen von Wasser geformte Steine, die wie kleine Figuren aussehen. Der größte davon symbolisiert die Cailleach, die anderen ihren Ehemann und die Kinder. Die Cailleach versprach den lokalen Bauern und Hirten, dass, wenn sie sich um die Steine kümmern würden, diese jedes Jahr im November zu Samhain ins Haus bringen und zu Beltane im Mai wieder herausholen, sie das Tal mit allen Tieren und Bewohnern segnen wird. Die Legende, die sich um diesen Schrein rankt, sagt auch, dass sie alle 100 Jahre ein neues Kind gebärt, das sich dann zu dieser Steinfamilie dazugesellt, was eine andere Variante ihrer magischen Erneuerung ist, hier in Form eines neuen Kindes, das sie gebärt. Die Cailleach wird oft auch als Riesin dargestellt, die in ihrer großen Schürze Steine transportiert. Diese lässt sie fallen, wodurch die markanten Landschaftsformen entstehen. Interessanterweise findet sich dieses Motiv auch in jüngeren Geschichten, wo der Teufel an ihre Stelle tritt. Auch er wird in diesen Erzählungen mit einer riesigen Schürze dargestellt, ziemlich untypisch für einen Teufel, oder? In der er gigantische Mengen an Erde oder Steinen transportiert, um etwa ein Dorf voll frommer Leute darunter zu begraben. Doch immer wird er durch einen schlauen Menschen ausgetrickst, sodass die Erde an einer anderen Stelle zu Boden fällt und neue Hügel oder Landschaftsformen entstehen. Dass nicht alle Kreationen freiwilliger Natur sind, zeigt sich auch in den Legenden der Cailleach. Einmal stapfte sie mit riesigen Schritten durch den Ozean, als ein Segelschiff versehentlich zwischen ihre Beine segelte und ihre Innenschenkel streifte. Erschrocken ließ sie einen Felsen fallen, der die schottische Insel Alicia Craig formte. Wenn man sich Bilder dieser Insel ansieht, wirkt sie tatsächlich wie ein riesiger Stein, der gut aus der Schürze einer Riesin gefallen sein könnte. Es kann auch durchaus einmal vorkommen,
dass die Cailleach vergaß, eine Quelle zu schließen. Auch das Öffnen und Schließen von Quellen gehörte zu ihren Aufgaben. Als diese dann überlief, entstand eine Überschwemmung und formte ein Loch. All diese Geschichten verdeutlichen ihre Rolle als Landschaftsgöttin, die das Land formt, ob nun absichtlich oder durch Zufall. Die Cailleach ist auch eng mit dem Wetter verbunden. Kleine Wellen oder Schaum an einem Seeufer bedeuten, dass sie gerade ihre Wäsche wäscht. Hörte man ein Donnergeräusch, dann nieste die Cailleach. In den Wintermonaten kann man manchmal einen Blick auf sie erhaschen, wie sie ganz in Weiß gekleidet auf dem Rücken ihres Wolfes über den Himmel zieht. Ihr Aussehen soll die Trostlosigkeit des Winters widerspiegeln und ihre Haut soll die blau-graue Farbe einer Wintersturmwolke haben. Wenn man sie sah, verhielt man sich am besten ruhig, da man glaubte, dass sie riesige Schneestürme heraufbeschwören konnte. Die rohen Naturgewalten konnten für die Hirten und Bauern lebensbedrohlich sein. Und da wollte man keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Die Cailleach war auch eine Herrin der Tiere, wovon der Hirsch ihr Lieblingstier war, welche sie hütete und vor Jägern schützte. Sie konnte diese Tiere auch mit Zaubersprüchen belegen, sodass sie keine Kugel treffen konnte. Sie beriet sich mit den örtlichen Jägern über den Zustand der Tiere und gab ihnen Rat, wann und wie viele sie jagen durften. Die Jäger respektierten ihren Rat immer, denn sie wussten, dass sie die Tiere bewachte und dass sie das Gleichgewicht der Natur kontrollierte. Auch zu Vögeln hatte die Cailleach eine starke Verbindung, besonders zu den Reihern, von denen gesagt wurde, dass sie sich in einen verwandeln konnte. Solltet ihr also in den schottischen Highlands einmal einem Reiher begegnen, könnte es die Cailleach sein. Bei uns gibt es übrigens ähnliche Göttinnen oder Gestalten, die für das Wetter und die Natur verantwortlich waren. Die berühmteste ist wohl Frau Holle.